Unser zweiwöchiger Sommerurlaub am Gardasee im sonnigen Italien ist leider schon wieder vorbei. Dieses Jahr standen wir zum 3. Mal in Folge mit unserem Camp Passionfalt Caravan auf dem Campingplatz Piazza d'Oro, nur einen kurzen Spaziergang von der schönen Altstadt von Lazise entfernt. Wie in jedem Sommer habe ich auch diesmal wieder eine komplette Roomtour durch unser mittlerweile nochmals etwas gewachsenes Falthaus aufgenommen, mit Einblicken in das, zumindest für uns als vierköpfige Familie, nahezu perfekte Camping-Setup und den kleinen, aber feinen Änderungen seit dem letzten Jahr. Da wir diesmal zusammen mit einer weiteren Familie vor Ort waren, haben wir für einmal nicht den gewohnten Eckstellplatz gewählt, damit wir uns direkt gegenüberstehen und so unter anderem auch die Abende gemeinsam zwischen unseren beiden Campingbehausungen ausklingen lassen konnten. Aus diesem Grund stand auch die Hängematte ausnahmsweise nicht an ihrem gewohnten Platz direkt neben dem ausgetauschten Markisenteppich im Eingangsbereich, sondern direkt vor dem Vorzelt respektive Esszimmer. Die Küche haben wir wie gewohnt nach draußen unter das Küchensonnendach geschwenkt, welches wir erneut zur Seite hin mit einem übergroßen und mittlerweile sogar noch leichteren Tuch gegen die Sonne abgeschirmt haben. Wie schon im vergangenen Jahr wurde dieses übrigens direkt hier vor Ort auf dem Campingplatz von meiner besseren Hälfte angeschafft, obwohl wir eigentlich noch das etwas dezentere vom letzten Jahr dabei hatten. Weniger begeistert war meine Frau allerdings von meinem Experiment, die optionale Küchenarbeitsplatte für einmal zu Hause zu lassen, welche schon seit längerer Zeit nicht mehr erhältlich ist. Da sie jedoch lieber wieder etwas mehr Fläche zum Kochen und den Grill permanent auf der Küche stehen haben möchte, kommt diese also wieder zurück in unser Setup. Aber dazu mehr im kommenden Fazitvideo, also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um dieses auf keinen Fall zu verpassen. Ansonsten gibt es in der Küche außer die neue Gasflasche und eine zweite faltbare Abwaschschüssel, damit ich das dreckige Geschirr besser transportieren kann, nicht wirklich etwas Neues zu sehen, weshalb ich an dieser Stelle lieber gleich ins Vorzelt respektive Esszimmer springen möchte. Denn darin gab es immerhin eine neue aufblasbare Bodenplatte, auf die ich demnächst auch noch im Detail eingehen werde, und natürlich den ersten neuen modularen Campingschrank, bei dem die bereits zu Hause bepackten Transporttaschen auf dem Campingplatz angekommen direkt eingesetzt werden können. Dadurch haben meine Frau und ich sowohl beim Auf- als auch beim Abbau in diesem Jahr erstaunlich viel Zeit eingespart, die wir bislang jeweils mit dem Umrollen von Taschen in reguläre Schränke und am Ende wieder zurück verbracht haben. Auch die Eiswürfelmaschine war dieses Jahr wieder am Start und hat neben leckeren Cocktails dazu beigetragen, dass nun sämtliche Getränke nicht mehr in der Kühlbox verstaut werden müssen, um diese am Ende auch bei Temperaturen über 30 Grad gekühlt genießen zu können. Die größten Änderungen in Sachen Inneneinrichtung fanden jedoch definitiv im Hauptzelt respektive Wohnzimmer statt, wobei wir uns auch jetzt noch nicht ganz sicher sind, ob dies die endgültige Form in Sachen Platzierung der stehenden und nicht hängenden Schränke sein wird. Auf beiden Seiten findet man hier natürlich wieder unsere bereits seit über 5 Jahren bewährte Kombination aus bereits zu Hause mit Kleidern beladenen Hängeschränken, jeweils ein Schrank pro Person, und den Top-Organisern für die bereits getragenen Kleider, welche noch nicht gewaschen werden müssen, damit keine Kleider mehr am Boden herumliegen. Auch hier gibt es jeweils ein Fach pro Person. Direkt darunter steht der neue abnehmbare Deichselkasten des Camplet-Zeltanhängers, welcher nun auf dem Stellplatz als zusätzlicher und vor allem abschließbarer Schrank genutzt werden kann. Darauf wiederum stehen jederzeit griffbereit die Kulturbeutel aller Familienmitglieder, während links und rechts daneben sowohl flüssige als auch feste Vorräte sowie die noch nicht ausgeräumten Taschen des letzten Einkaufs liegen. An der Wohnzimmerfront hingegen stehen neben unserer großen Kühlbox neu nochmals 2 modulare Schränke für bereits zu Hause beladene Taschen, wobei die oberste davon in der rechten Ecke direkt als quasi unsichtbarer Wäschekorb genutzt wird. Dazwischen steht unsere neue akkubetriebene Verschweißertoilette, welche primär in der Nacht von unseren Kindern aufgesucht wird. Allerdings waren wir Eltern gerade in der ersten Urlaubswoche bei Regen und Gewitter ebenfalls froh, eine Toilette gänzlich ohne Chemie- und Reinigungsaufwand im Wohnzimmer stehen zu haben, da die verschweißten Tüten später jederzeit über den normalen Müll entsorgt werden können. Sowohl zu den neuen modularen Schränken als auch der Verschweißertoilette habe ich ja bereits vor dem Sommerurlaub ausführlichere Videos veröffentlicht, welche ich dir übrigens auch gleich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, falls diese dein Interesse geweckt haben. Unter der Hängeschrank-Organizer-Kombi auf der gegenüberliegenden Seite unseres Wohnzimmers steht dann übrigens auch noch der letzte modulare Schrank mit unserer Wärmepumpe, welche stets für ein angenehmes Zeltklima sorgt, indem sie entsprechend den aktuellen Gegebenheiten das gesamte Hauptzelt inklusive den Schlafkammern kühlt oder heizt. Apropos Schlafzimmer, hier gibt es in diesem Jahr auch erstmals eine größere Änderung, denn das bisherige Kinderschlafzimmer auf der linken Seite gehört nun ganz unserem Sohn,
während meine Frau und ich uns wie bisher das rechte Schlafzimmer geteilt haben. Denn unsere Tochter hat sich im vergangenen Herbst ein eigenes Schlafzimmer gewünscht, weshalb wir dieses Jahr unser bisheriges 4,5 Zimmer Falthaus um den geräumigen Campley Travel Annex mit einer aufblasbaren Matratze auf ein 5,5 Zimmer Falthaus erweitert haben. Unsere Tochter war davon hellauf begeistert, zumal sie nicht nur weiterhin von den Vorteilen der integrierten Moskitogasen und Gardinen profitieren konnte, sondern nun auch ein eigenes Fenster hat, welches sie von innen selbstständig öffnen oder verdunkeln kann. Für uns bedeutet dies nun allerdings auch, dass sämtliche Stellplätze in Zukunft mindestens 8 Meter breit sein müssen, wenn wir sowohl Anbau als auch Küchensonnendach entsprechend anbringen wollen. Sämtliche in unserem Faltkavan verwendeten Elemente mit der exakten Produktbezeichnung findest du übrigens wie gewohnt unter der einfach zu merkenden URL falt.house/setup aufgelistet, sogar aufgeteilt auf die entsprechenden Zimmer und mit Angaben zu Gewicht und wo diese genau während dem Transport verstaut werden. Denn viele können kaum glauben, dass fast die komplette Ausrüstung während dem Transport in und auf unserem Campley-Zeltanhänger verstaut ist, welcher am Ende nur rund 500 Kilogramm auf die Waage bringt, obwohl dieser mittlerweile für bis zu 750 Kilogramm zugelassen ist. Hiermit endet zwar bereits wieder die diesjährige Roomtour durch unseren Faltkavan, doch in den kommenden Wochen folgen noch weitere Videos zu den Anpassungen, unter anderem in Form von ausführlichen Testberichten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!